Hey Klaus, du hast gerade gesagt, dass du 200 Euro für GTA-Währung ausgegeben hast und eine Frage in einem Video gestellt. Darauf kriegst du von mir natürlich eine Antwort. Wer das sieht, der hat natürlich direkt Bock, meinen Channel zu abonnieren. 200 Euro für eine Ingame-Währung auszugeben für ein Spiel, das 29 Euro aktuell bei Amazon kostet, das ist eine ganz schöne Menge Geld. Für das Geld hätte man sich im wirklichen Leben auch andere Dinge kaufen können und ich vermute, dass das möglicherweise auch die bessere Entscheidung gewesen wäre. Ich unterstelle dabei, dass man das komplette Spiel erleben und durchspielen kann, auch ohne Ingame-Währung zu kaufen. Ich selber spiele GTA 5 nicht, ich habe auch keine PlayStation 4, aber das wird hoffentlich auch so möglich sein. Ich vermute, dass die Items das Spiel einfacher machen. Das heißt, du gibst Geld aus für ein Spiel, für das du im Grunde schon bezahlt hast, um es auf einem einfacheren Level zu spielen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, weil wenn man das auf dem normalen Schwierigkeitsgrad spielt, hat man mehr davon. Meistens muss man mehr unterwegs sein, um das Kapital halt zu erwirtschaften. Das bedeutet, man sieht mehr von der Welt und man interagiert mehr irgendwie auch mit den Leuten wahrscheinlich, die dann da sind. Und diese Verkürzung der Spielzeit, die kann man günstiger haben, indem man das Spiel einfach aus der PlayStation rausnimmt, beiseite legt und für sich beschließt, damit fertig zu sein. Das Spielerlebnis, das heißt der Erfolg, ist eigentlich auch ein ganz anderer, wenn man sich die Items halt selbst nach und nach erwirtschaftet. Und man kommt halt auch nicht auf die Idee, das Spiel, nachdem man dann extra nochmal 200 Euro für ein Spiel, das sowieso schon 30 Euro gekostet hat, ausgegeben hat, das in die Ecke zu legen und direkt das nächste anzufangen. Das heißt, also man hat von dem sowieso eingesetzten Kapital 30 Euro mehr, wenn man das richtig komplett dann in Ruhe durchzockt und hinterher sich sagt, okay, das war's jetzt, ich habe das Item schon gekauft, jetzt habe ich durch die Quest nochmal erhalten. Super toll. Das ist nicht so begeisternd für mich. In so einem Shop dann Items, die man quasi nur in dem Shop kaufen kann und nicht auch spielerisch sich erarbeiten kann, finde ich es eigentlich noch ätzender, weil da wird hier Protzi und wer Kohle hat, dem wird dann halt freies Spiel gelassen und dann spielt man nicht mehr als Gleicher unter Gleichen. Also das ist auch eine Sache, die würde ich nicht unterstützen und würde dafür halt auch kein Geld ausgeben. Nur damit das nochmal klar ist, die Kohle ist weg, wenn du das Spiel beiseite legst. Also die zusätzliche Kohle ist auch weg. Gaming ist Lebensqualität, völlig klar. Deswegen vielleicht diese Lebensqualität, die man sich durch den Erwerb eines Spieles gönnt, nicht verkürzen, indem man dann sich das besonders einfach macht und noch zusätzliches Geld für Ingame-Items ausgibt. Das ist ein bisschen kurzsichtig gedacht, weil das Spielvergnügen ist schneller vorbei, als wenn man das nicht tun würde. Und ein anderer Punkt, den man halt eventuell in Erwägung ziehen sollte, Lebensqualität kann man auch anders erhöhen, wenn man sich einen Rasierer kauft zum Beispiel oder andere Sachen für den Haushalt im wirklichen Leben. Das kann mit Zimmerpflanzen anfangen. Für 200 Euro kannst du dir wahrscheinlich schon ein günstiges Fahrrad kaufen oder wenn du mal Videos von mir geschaut hast, es gibt Versteigerungen der Stadt Herzberg, da kann man Fahrräder für 5 Euro ersteigern und für die restliche Kohle kannst du es dir verkehrssicher machen und hättest davon über Jahre hinweg etwas, würdest deine Mobilität erhöhen. Also es gibt da ein Poster für die Wand, davon hast du auch jahrelang was, das schaust du täglich an, eine elektrische Zahnbürste, also das ist eine Menge Geld, die du ausgegeben hast, wo man sich überlegen kann ich meine Lebensqualität vielleicht nicht unbedingt gerade durch Gaming, aber durch den Kauf von einem Gegenstand, von einem Item in Real Life vielleicht längerfristig und langanhaltender erhöhen und verbessern, als durch die Ausgabe in dem Spiel, bei dem abzusehen ist, dass das Geld dann halt irgendwann eine verlorene Investition ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sage einfach, macht es so, wie ihr denkt, dass das gut für euch ist. Ich würde das halt immer so ein bisschen situativ abwägen, wenn man sich etwas in-game oder im Internet halt kaufen möchte. Ich gebe zum Beispiel Geld für Speicherplatz aus, aber nur einen geringen Betrag. Und ansonsten muss man sich das halt immer leisten können. Das muss man sich dann halt auch immer überlegen, weil das sind halt so Ausgaben, wenn die gemacht sind, sind die halt flöten gegangen. Deswegen immer schön abwägen. Ansonsten
Jeder soll das so machen, wie er glücklich ist und wie er dann auch ein erfülltes Leben, aber nicht halt eben nur im Spiel hat.